schon wieder. Wie letztes Mal schon angedroht, wollten euch gerne etwas über Umlenkelemente und Zahnkränze erzählen. Und da fangen wir doch am besten einfach mal mit den Umlenkelementen an. Da gibt es zwei verschiedene Typen. Kannst du vielleicht mal was zu erzählen? Genau, fangen wir mal mit den mitlaufenden Umlenkelementen an. Hier haben wir eine Edelstahlwelle aus 14404, wie wir sie auch herstellen. Die hat Freistiche für die Knoten von den Stabgeflechtbändern. Haben wir euch ja in einem der vorherigen Videos mal erklärt, was die Knoten sind. Falls ihr das nicht mehr wisst, gerne nachschauen, ich verlinke das Video. Diese Welle läuft wie gesagt mit, lenkt das Stabgeflechtband um. Falls ihr Bedarf an so einer Welle habt, sprecht uns einfach an, können wir anbieten. Aber wenn es mitlaufende Umlenkelemente gibt, wird es auch feststehende Umlenkelemente geben und die gibt es. Und zwar die sogenannten Messerkanten, die bieten wir an, die sind aus PE gefertigt, bieten wir in zwei Standardvarianten an. Einmal der 10 mm Radius Variante in der 2 Meter Standardlänge. Die sind auf ein C-Profil geschoben und werden einfach an der Anlage montiert. In der 5 mm Variante sieht das Ganze so aus. Wie ihr seht, ist es leicht nach vorne verlängert, ist ein reines Verschleißteil, kann aber einfach ausgewechselt werden, weil wie ihr schon seht, einfach aufschieben und ihr habt das neue Teil montiert. Richtig schön einfach. Dann gibt es das große Thema Zahnkränze. Da fangen wir einfach mal an mit dem Material. Also das gibt es einmal aus dem ganz normalen Standard POM. Hat einen Temperaturbereich von minus 50 bis plus 100 Grad, deckt also das Gros der ganzen Anwendung eigentlich ab. Hat den klaren Vorteil auch, dass es sehr schonend ist für das Stabgeflechtband. Also wenn hier etwas verschmeißt, ist es eher mal der Zahnkranz. Und da die nicht ganz so teuer sind wie im Endeffekt das Stabgeflechtband, ist das natürlich so der ganz normale Standard, den man wählen würde. Genauso gibt es das natürlich auch noch in anderen Farben. Das gibt es dann auch in Blau, das gibt es auch in detektierbaren POM, also dass der Metalldetektor auch anspringen würde, wenn da mal ein Zahn abbrechen sollte. Aber das gibt es dann auch in Sondermaterialien, wie zum Beispiel PEEK. Einfach mal darauf ansprechen. PEEK wäre etwas, was man wählen würde für den Hochtemperaturbereich. Im Hochtemperaturbereich würde man normalerweise standardmäßig auch die Edelstahl-Variante wählen, auch wieder das Material 1.4404, Lebensmittel zugelassen. Das hat natürlich den ganz klaren Vorteil, temperaturbeständig und es ist auch sehr robust, also es wird auch sehr, sehr lange halten, so ein Zahnkranz. Nachteil, muss man dann auch erwähnen, das wäre dann einfach, dass das Stabgeflechtband auch schneller verschleißt, weil Stahl auf Stahl, da gibt es natürlich Reibung. Aber notgedrungen kommt man manchmal gar nicht dran vorbei, wie zum Beispiel bei solchen Anwendungen wie in der Fritteuse. Da ist Edelstahl einfach die erste Wahl, ganz klar. Ja, vielleicht erzählst du noch etwas zur Ausführung. Ja, genau. Also zunächst hat erstmal jeder Zahnkranz von uns eine Bohrung. Wir können die nicht ohne fertigen. In der Regel bieten wir sie dann noch mit Nut an für die Passfeder auf der Welle, zeigt Olli euch gleich nochmal. Und eine Madenschraube zur Fixierung in axialer Richtung, damit die Welle dann nicht mehr durchrutscht. Aber neben der Standardform gibt es natürlich Abweichungen. Eine habt ihr gerade schon gesehen, und zwar ist das der mittige Freistich. Den hat man aus hygienischen Gründen, einfach die Reinigung ist dadurch deutlich vereinfacht und in der Mitte kann sich nichts festsetzen. In der Regel Schokolade kann bei einem Edelstahlzahnkranz vor allem gerne mal aufbauen, weil der ein bisschen kälter ist in der Regel und dann kühlt die Schokolade schnell ab. Wenn wir einen mittigen Freistich machen können, können wir das Pendant dazu auch außen machen. Das sind die sogenannten Bünde. Hier haben wir doppelseitigen Bund und das sorgt einfach dafür, dass die Zahnkränze zueinander den richtigen Abstand halten und dann das Stabgeflechtband perfekt einkämmt. Auch das wird euch Oliver gleich zeigen. Da haben wir nämlich die normale, sag ich mal, Ausführung einer Antriebswelle, wo im Endeffekt eine Welle ist, eine Edelstahlwelle mit einer Passfeder und darauf aufgeschoben halt die Zahnkränze mit der entsprechenden Nut. Diese wiederum werden dann fixiert mit dieser Madenschraube. Und zwar passend einfach zu dem Stabgeflechtband. Da haben wir so eine Skizze mal entwickelt. Da könnt ihr ganz gut drauf sehen. Zum einen beim Eco, wo im Endeffekt die Zahnkränze platziert werden im Stabgeflechtband. Aber auch beim ELT, was wir euch im nächsten Video natürlich mal zeigen wollen. Ganz klar ist, die werden immer angetrieben in den Antriebsmaschen logischerweise. In den Maschen 1, 3, 5, 7 und so weiter und so fort. Aber das könnt ihr auch in der Skizze sehen. Zur Breite, möchtest du da vielleicht noch etwas sagen? Ja, genau, also so ein Zahnkranz orientiert sich in der Breite an der Maschenlänge. Und zwar seht ihr hier, wie dieser Zahnkranz in dieser Masche einkämmt. Und dieser Zahnkranz wäre zu schmal. Ihr seht, dass ich den sehr weit hin und her bewegen kann. Als Faustformel geben wir an Maschenlänge minus 10 mm. Das sorgt dafür, dass die Masche ideal ausgenutzt wird, aber der Knoten gleichzeitig nicht
beschädigt wird. Dadurch wird die Laufzeit des Stabgeflechtbandes verlängert. Wie ihr auch gut sehen könnt, greift dieser Zahnkranz auf der Laufseite ein. Also wie wir euch auch in einem vorherigen Video mal erklärt haben, dort, wo die Oberfläche unterbrochen ist. Denn nur dort passt die Teilung auf. Generell zu den Größen, es gibt natürlich auch so gewisse Standardgrößen, die wir da gerne anbieten möchten. Da haben wir auch noch eine Matrix für erzeugt, die können wir euch hier auch gerne noch einmal zeigen. Aber abweichend davon sind wir natürlich bereit, alles Mögliche für euch zu realisieren. Ja, beim nächsten Mal wollten wir uns ja dann halt über das Eco und das ELT unterhalten, also die Ausführungsvarianten, die Designs dieser Stabgeflechtbänder. Und da gibt es so einige interessante Vorteile, die möchten wir euch natürlich dann gerne mal zeigen. Genau, bis dahin, bis bald und hoffentlich auf Wiedersehen. Bis dann, ciao.